Kann man in einem Jahr von 0 auf C1 kommen? Klingt verrückt, oder, aber ich hab's mehrfach gesehen. Heute lernst du die Strategien dahinter, mit echten Beispielen für Bewerbungsgespräche, Uni-Alltag und Smalltalk. Und zwar auf B2-Niveau. Und wir zeigen nicht nur Lernpläne, sondern auch typische Fallen, die dich bremsen. Am Ende weißt du, was wirklich zählt, wenn du C1 willst, Tests bestehen und trotzdem locker im echten Leben sprechen. Hey, ich bin Tim. Schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr das später üben wollt, die komplette Lektion steht bei Vocabli. So, lass uns direkt reingehen. Julia, was ist dein schnellster 0 zu C1-Fall? Also, eine Hörerin, nennen wir sie Aline, kam wirklich bei 0 an, gar keine Artikel, gar keine Fälle. Sie hat dann täglich, wirklich täglich, ungefähr 20 bis 30 Minuten aktiv gesprochen mit Tandem, Sprachnachrichten, lautes Nachsprechen. Nach 6 Monaten war sie im B1-Bereich, nach 1,5 Jahren C1, und das Stabilste daran war ihre Routine, nicht das perfekte Grammatikheft. Das ist interessant, weil viele ja denken, Grammatik zuerst, Sprechen später. Aber Aline hat's umgedreht. Sprechen zuerst, Grammatik, wenn nötig, nachziehen. Und genau das löst diese Blockade. Weißt du, dieses ständige Zögern, bevor man überhaupt einen Satz rausbekommt. Ja, total. Und sie hatte noch einen Trick, Kinderserien auf Deutsch zum Frühstück, ganz einfache Sätze, klare Aussprache, wiederkehrende Wörter. Das klingt banal, aber es macht die Ohren weich für Strukturen, und man startet entspannt in den Tag. Bevor wir zu weiteren Geschichten kommen, machen wir eine kleine Übung, okay? Ein Mini-Rollenspiel, praktisch und sofort umsetzbar, damit man nicht nur zuhört, sondern redet. Thema: die höfliche Umstellung von Sie auf Du im Büro. Okay, ich bin die neue Kollegin, du bist schon länger da. Wir treffen uns an der Kaffeemaschine. Los geht's. Guten Morgen, Frau Weber. Schön, dass Sie da sind. Wollen wir uns eigentlich duzen, oder ist Ihnen das zu schnell? Guten Morgen. Danke, gern. Sagen Sie gerne du, sag einfach du. Ich bin Julia. Und falls es mal zu informell wird, sag es mir ruhig. Perfekt. Und falls jemand zuhört und denkt, duzen? Kurz erklärt, sich duzen heißt, wir sagen du statt sie, also informell. Das ist im Deutschen wichtig, gerade bei der Arbeit, und ein Fehler kann echt peinlich sein. Ja, peinlich und manchmal unhöflich. Viele Lernende rutschen aus Versehen ins Du, besonders wenn sie entspannt klingen wollen. Kleiner Tipp: Wenn du unsicher bist, bleib zuerst beim Sie und frag dann freundlich, ob Duzen okay ist. So, zurück zu den Wegen Richtung C1. Es gibt diese große Debatte. Zählt ein Zertifikat wie Goethe C1 wirklich, oder ist es wichtiger, dass du im Alltag locker sprichst? Ich sag mal so, beides hat Wert, aber die Reihenfolge ist spannend. Ich seh's ähnlich. Zertifikate öffnen Türen, besonders für Job und Uni, klar. Aber wenn du im Teammeeting bei der ersten Rückfrage einfrierst, bringt dir das Siegel wenig. Aline hat das so gelöst: Sie hat im Alltag gesprochen und sich dann erst auf die Prüfung vorbereitet, als das Sprechen schon natürlich war. Genau, und das nimmt Druck. Du lernst erst, wie Deutsche wirklich reden, mit eben, und so, kleinen Füllern, und dann lernst du die Prüfungsformate, zum Beispiel die strukturierte Meinung, Einleitung, Argument, Beispiel, Gegenargument, Fazit. Das ist wie 2 Sprachen, die sich ergänzen: Alltagssprache und Prüfungssprache. Apropos Alltagssprache, ich muss eine witzige Geschichte erzählen, die mich echt motiviert hat.
Einer unserer Hörer hat mal jemandem auf der Straße die Sneaker gelobt und dabei ein uraltes Wort benutzt, so richtig altmodischer Slang. Der andere dachte, er wird veräppelt, hat aber dann gelacht, und sie sind ins Gespräch gekommen. Ergebnis: 20 Minuten Smalltalk und eine neue Redewendung gelernt. Sowas ist Gold wert, weil du merkst, hey, Fehler bringen manchmal Gespräche ins Rollen. Und das braucht Mut. Viele warten, bis die Grammatik perfekt ist, aber ganz ehrlich, perfekt wird's nie. Und C1 ist eher flüssig, klar, flexibel, nicht steril. Genau. Und noch ein Kulturschockmoment. Eine Lernerin bekam den Satz „Du kannst mal den Sauerbraten probieren" als starken Befehl mit. Sie dachte, sie muss das jetzt, zack, bestellen. Später hat sie gemerkt, das war eine freundliche Idee, kein Muss. Seitdem fragt sie bei solchen Sätzen einfach nach: Meinst du als Tipp oder als Plan? Das ist ein super Minisatz zum Mitnehmen. Meinst du als Tipp oder als Plan? Der passt auch im Job, wenn jemand sagt, wir könnten das anders lösen. Frag nach und zack, weniger Missverständnisse, mehr C1-Feeling, weil du die Nuance klärst. Noch ein praktischer Tipp, bevor wir in die Tiefe gehen: Reaktionen vorüben. Setz dich kurz hin und sag laut 3 Varianten für häufige Situationen, zum Beispiel, wenn du etwas nicht verstanden hast: Wie meinst du das genau? Kannst du das anders sagen? Warte, ich glaub, ich hänge gerade. Du wirkst sofort souveräner. Und das ist völlig unterschätzt. Viele üben Vokabeln, aber nicht die kleinen Brückenwörter. Diese Reaktionsbausteine tragen dich durch jede Panne, gerade wenn dir mal eine Grammatikform fehlt. Okay, kurzer Blick auf Motivation, weil das bei 0 zu C1 echt entscheidend ist. Manche lernen fürs Gehalt oder fürs Visum, andere, weil sie Deutschland lieben oder wegen Musik oder Familie. Ich hab beobachtet, wenn du einen äußeren Grund hast, gut, aber du brauchst einen inneren Funken, sonst hältst du die Routine nicht. Ja, und ich sag dazu, mach die Routine so klein, dass sie lächerlich wirkt. 5 Minuten lautes Lesen, 2 Sätze Sprachnachricht, eine Mini-Zusammenfassung von einer Szene einer Kinderserie. Kein Heldentum, aber täglich, das baut Muskeln auf. Jetzt ein zweites Mini-Rollenspiel, diesmal Reaktionstraining. Ich stelle dir eine typische Frage aus einem Bewerbungsgespräch, und du antwortest spontan, okay? Ich fange an. Alles klar, leg los. Was war eine Schwierigkeit in Ihrem letzten Projekt, und wie haben Sie sie gelöst? Gute Frage. Ich hatte wenig Zeit und viele Aufgaben. Ich habe zuerst priorisiert, dann kleine Schritte geplant und täglich kurz berichtet. So blieb das Team synchron und am Ende waren wir eine Woche früher fertig. Sehr gut, klarer Aufbau, Problem, Vorgehen, Ergebnis. Das ist prüfungsfest und alltagstauglich, also die perfekte Brücke zwischen Zertifikat und echter Kommunikation. Bevor wir weitergehen, kurz testen. Weißt du noch, was sich duzen bedeutet? Genau, statt sie sagt man du, informell, und man fragt am besten höflich, ob das passt. Solche Mini-Definitionen sind wichtig, damit du in Gesprächen sicher bleibst. Und noch eine kleine Probe: Was heißt für dich Routine so klein wie möglich? Richtig, so gestalten, dass du sie wirklich jeden Tag machen kannst, auch wenn du müde bist. Das ist der Motor Richtung C1. Allricht, zweite Hälfte, wir gehen tiefer in die Prüfungsrealität. Es gibt ja die Lager, Prüfung ist egal, gegen ohne Zertifikat geht gar nix. Mein Take: Wenn du C1 als Ziel hast, plan zweigleisig, also Alltag und Prüfung, und baue Übergänge. Ja, zum Beispiel, du hörst eine Podcast-Folge und machst danach eine einminütige Zusammenfassung mit klarem Aufbau.
Dann nimmst du denselben Inhalt und machst eine kleine Diskussion mit einem Satz Gegenposition. Das trainiert spontan und strukturiert zugleich. Ich habe noch einen Fehler, den ich ständig sehe. Leute sammeln Regeln, aber sie testen sie nicht. Also sie wissen, wie der Konjunktiv 2 funktioniert, aber sie haben nie gesagt, ich würde vorschlagen, dass im Meeting. C1 ist die Summe der echten Einsätze, nicht nur der Lernkarten. Genau. Und wenn du mal eine Form nicht weißt, sag trotzdem etwas. Ein guter Satz ist, ich umschreibe das kurz, dann erklärst du es eben mit anderen Worten. Niemand im Meeting denkt, oh nein, kein Plusquamperfekt, die denken, gut, die Person bringt die Idee rüber. Thema Sie und du nochmal, weil da oft Unsicherheit ist. Wenn du aus Versehen du sagst, atme kurz und korrigiere, Entschuldigung, Sie natürlich. Fertig. Die Eleganz liegt im schnellen Klarstellen, nicht im perfekten Vermeiden. Ich habe übrigens noch eine Alltagsszene, die viele unterschätzen, Smalltalk im Aufzug. 2 Stockwerke, 10 Sekunden, und du kannst viel üben. Zum Beispiel, ganz schön windig heute, oder? Wie läuft es bei Ihnen mit dem neuen Tool? Ich probiere gerade, weniger Kaffee zu trinken schwierig. Das ist Mikrotraining. Und wenn daraus ein kurzes Gespräch wird, nutze Rückfragen. Was hilft Ihnen dabei? Was hat gestern gut geklappt? Woran lag's? Mit 2, 3 Rückfragen wirkst du sofort natürlicher und das ist pures C1 in der Praxis. Lass uns die Motivationsthese kurz aufgreifen, extrinsisch gegen intrinsisch. Meiner Erfahrung nach startet man oft mit einem äußeren Grund, bleibt aber wegen etwas Persönlichem. Ein Lernender meinte mal, ich will mich über Witze auf Deutsch freuen. Das hat ihn durch die 10 Wochen getragen. Ja, Witze, Lieder, Serien, Emotion verankert Vokabeln. Wenn du lachst oder mitfühlst, speichert dein Kopf das stärker. Darum funktionieren Kinderserien so gut. Einfache Sprache, klare Gefühle, wiederkehrende Muster. Noch ein praktischer Tagesplan, kompakt. Morgens 5 Minuten lautes Lesen aus einem Dialog, mittags 2 Sprachnachrichten an dich selbst, abends eine Szene einer Serie mit Stop-Taste, Sätze nachsprechen. Dazu 2-mal die Woche ein kurzes Gespräch mit einer echten Person. Das ist machbar, selbst mit vollem Kalender. Und wenn du Prüfungen planst, mach es stufenweise. 3 Monate vorher lernst du das Format kennen, 2 Monate vorher strukturierte Antworten üben, einen Monat vorher Prüfungsbedingungen simulieren. Also Zeitdruck, Stoppuhr, keine Untertitel. So wächst die Sicherheit. Typischer Stolperstein, Vokabeln ohne Kontext. Besser, kleine Themenpakete. Nimm zum Beispiel Projektfeedback und lerne aus meiner Sicht, ich schlage vor, konkret heißt das, lassen Sie uns das prüfen. Am nächsten Tag dann Konflikt lösen und so weiter. So spricht dein Mund die Phrasen automatisch. Und bitte, mach dir ein Fehlerlogbuch, aber mini. 3 Zeilen, Fehler, bessere Form, Beispielsatz. Lies das abends einmal laut. Du programmierst dein Ohr und deinen Mund, nicht nur dein Auge. Noch ein kurzer Reality-Check. Niemand redet in Deutschland immer wie im Lehrbuch. Füllwörter wie also, eigentlich, halt sind normal. Benutze sie sparsam, aber nutze sie, um Zeit zu gewinnen. Also, ich denke, eigentlich würde ich sagen, das ist sozialer Schmierstoff. Okay, 2. Mini-Übung, sehr konkret. Wie bietest du elegant das Du an? Ich mach's vor. Wenn es für Sie passt, können wir gern zum Du wechseln. Ich bin Tim. Oder informeller, wollen wir Du sagen? Kurz, freundlich, fertig. Und die Antwortseite, gern, ich bin Julia, oder, wenn du noch nicht willst, danke für das Angebot, ich bleibe lieber beim Sie,
das ist völlig okay und wirkt professionell, nicht kühl. Lass uns noch über Nervosität reden, weil viele auf dem Weg zu C1 daran scheitern. Stell dir vor, Nervosität ist Energie ohne Richtung. Gib ihr eine Aufgabe. Atmen, erster Satz, lächeln, Blickkontakt. Danach fließt es oft automatisch. Ich sag gern, hab deinen Startsatz parat. Zum Beispiel im Meeting, ich knüpfe kurz an den letzten Punkt an, oder in der Prüfung. Ich beginne mit einer kurzen Einleitung und nenne dann 3 Aspekte, das nimmt dir 50% Stress weg. Kurzer Seitenblick auf Aussprache, weil C1 nicht nur Grammatik ist. Nimm einmal pro Woche 5 Sätze auf, hör sie ab, markier ein Wort, das du sauberer sprechen willst. Das ist präzises Training, nicht einfach nur viel reden. Und wenn du mit Muttersprachlern sprichst, sag am Anfang locker, wenn ich komisch klinge, sag's bitte, Menschen helfen gern, wenn du sie einlädst. So lernst du schneller und baust Vertrauen auf. Viele fragen auch, wie gehe ich mit Dialekten um? Mein Tipp, halt dich am Standarddeutsch fest, bitte freundlich um Wiederholung und spiegel Worte, die du verstanden hast. Sie meinten also den Termin morgen? Damit signalisierst du Interesse und sicherst Inhalte. Zum Thema Tempo. Manche sprinten 3 Monate und sind dann platt. Besser ist ein Marathon in Etappen. Plan Ruhephasen ein, zum Beispiel jeden 7. Tag nur hören und Spaß haben, keine Regeln lernen. Das hält dich lange motiviert. Noch eine Sache zur Schreibkompetenz, die in C1-Prüfungen zählt: Schreib kurze Absätze mit klarer Struktur. Thema Satz, Begründung, Beispiel, Schluss. Mach es konsistent und dein Text wirkt sofort eine Stufe höher. Und lies deine Texte laut. Du hörst holprige Stellen sofort. Wenn du stolperst, formuliere einfacher. C1 heißt klar und präzise, nicht kompliziert um jeden Preis. Kleiner Mutmacher zum Schluss dieser Tippsrunde: C1 ist kein Wunderkind-Label. Es ist das Ergebnis von vielen kleinen mutigen Momenten an der Kaffeemaschine, im Aufzug, im Meeting, am Küchentisch. Und genau diese kleinen Momente sind gratis verfügbar, jeden Tag. Du brauchst nur 1-2 Sätze im Kopf und die Erlaubnis, nicht perfekt zu sein. Dann wächst du schneller, als du denkst. Bevor wir zum Abschluss kommen, eine Frage an euch. Welche Mini-Routine hat euch am meisten nach vorn gebracht und was war euer peinlichster, aber lehrreichster Moment auf Deutsch? Und, noch spannender, Teamzertifikat oder Teampraxis und warum? Ich bin echt neugierig auf eure Erfahrungen. Da kommen oft die besten Ideen raus, die anderen wieder helfen. Teilt gern konkrete Sätze, die für euch funktionieren. Und wie wir vorhin schon angedeutet haben, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist kostenlos bei Vocably. Der Link steht in der Beschreibung. Schaut rein, spielt die Dialoge nach und speichert euch die kleinen Reaktionssätze. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren und dranbleiben. Und denkt dran, kleine Schritte, große Wirkung. Bis bald.